Länderspielpause ist vorbei, weiter geht's mit der Bundesliga, Spieltag Nummer 3. Heute geht's los mit Dortmund gegen Heidenheim. Die Dortmunder ja vor der Länderspielpause mit einem 0:0 in Bremen. Da hat man vielleicht schon wieder nicht die alte Borussia gesehen, aber so das Typische. Weißt du, Dortmund startet gut in die Saison rein, gewinnt das erste Spiel. Dann könnte man ja eigentlich erwarten, dass sie vielleicht so eine kleine Siegesserie starten und dann gibt's ein 0:0. Ein trostloses 0:0 in Bremen, haben sogar noch zwischenzeitlich mit einem Mann weniger gespielt. Und mit Heidenheim kommt der aktuelle Tabellenführer. Man mag es kaum glauben, Heidenheim nach 2 Spieltagen mit 2 Siegen und noch 0 Gegentoren. Die haben gegen Augsburg zu 0 gewonnen, dann in ihrem Heimspiel und haben auch auf St. Pauli am ersten Spieltag gewonnen. Also Heidenheim geht vielleicht eventuell als Favorit da ins Spiel. Nein, natürlich nicht, aber es ist für Heidenheim eine ganz große Geschichte. Die spielen unter anderem in der Conference League jetzt gegen den FC Chelsea. Das musst du dir mal überlegen, die müssen die Auswechselbank größer machen oder den Gästeblock größer, damit das für die ganzen Spieler reicht. Die haben ja über 100 Spieler gefühlt in ihrem Kader. Tja, also so sieht's aus. Das ist die Ausgangslage und ich glaube, das wird ein sehr spannendes Spiel. Ich glaube nicht, dass Heidenheim sich da wehrlos ergeben wird. Letzte Saison haben sie ja dann 2:2 geholt, nachdem sie schon 2:0 zurückgelegen haben. Aber ich glaube, dieses Jahr macht der BVB das. Wir machen mal ein 3:1 oder ein 2:0. Ich mache mal ein 3:1, ne, immer wegen der Tordifferenz. Wenn Dortmund nämlich 2:0 gewinnt, kriege ich auch 3 Punkte. Und ja, also aus meiner Sicht gewinnt Dortmund gegen Heidenheim mit 3:1. Am Samstag geht es dann los mit Leipzig gegen Union Berlin. Die Leipziger ja die erste Mannschaft, die die Leverkusener in der Liga nach gefühlt 60, 70 Spielen mal wieder geschlagen hat. Hätte vielleicht nicht Leipzig sein müssen, aber okay. Jetzt ist es nun mal so und Union, die kommen bislang auch nicht so recht rein. Die haben gegen Mainz unentschieden gespielt. Jetzt haben sie gegen St. Pauli zwar zu Hause gewonnen, auch nur 1:0, aber gut, Sieg ist Sieg. Von daher wird das jetzt sehr, sehr interessant, wie die sich in Leipzig schlagen. Bochum hat ja schon als erster Auswärtsgegner Leipzig nur 1:0 verloren, aber ich glaube Union, die werden ein bisschen mehr Gegentore bekommen. Ich glaube auch nicht, dass die ein Tor schießen werden. Leipzig, wie gesagt, sportlich haben die echt sehr, sehr gute Spieler drin. Und ich glaube, die werden auch diese Saison oben mitspielen. Auch wenn wir das nicht sehr gerne hören, auch wenn mir das tierisch auf den Sack geht, dass die da oben stehen. Aber es wird sich leider nicht verhindern lassen. Also wir machen mal hier ein 2:0 für die Leipziger. Und von daher würde es dann 4 Punkte für mich geben. Gladbach gegen Stuttgart, auch ein sehr, sehr interessantes Spiel, gerade zu Beginn der Saison. Die Gladbacher haben ja in Bochum vor der Länderspielpause gewonnen. Ich bleibe nach wie vor dabei, dass sowohl Kevin Stöger als auch Tim Kleindienst, der ja auf dem Radar von Julian Nagelsmann steht, vielleicht für die Länderspiele im Oktober, dass die beide die Gamechanger sind in dieser Saison. Ich finde die beide sehr, sehr gut in ihren oder auf ihren Positionen. Ne? Stöger im Mittelfeld, habe ich schon oft erwähnt, und vorne Tim Kleindienst ist halt einfach ein eiskalter Neuner. Ein Torjäger, den wir seit Miroslav Klose vielleicht nicht mehr hatten in der Nationalmannschaft. Gut, jetzt mit Niklas Füllkrug. Harvard sehe ich dann eher so als Zehner oder als falsche Neun oder wie immer ihr es auch nennen wollt. Aber Kleindienst wäre so ein Profil. Stürmer, großgewachsen, kopfballstark, und das wird den Gladbachern in dieser Saison noch häufiger helfen. Die Stuttgarter auf der anderen Seite, bei denen ist noch ein bisschen Sand im Getriebe. Die haben gegen Mainz zu Hause 3:3 gespielt, haben in Freiburg ja verloren am ersten Spieltag. Jetzt geht es nächste Woche mit der Champions League los oder generell mit den europäischen Wettbewerben. Ich bin mal sehr, sehr gespannt mit diesem neuen Ligensystem, was dann da am Ende oder wie sich das dann am Ende zurechtdrückt und so weiter, wer weiterkommt. Aber ich glaube, das wird auch ein sehr, sehr interessantes Spiel und ich tippe da mal auf ein Unentschieden, auf ein torreiches Unentschieden und 2:2, weil ich glaube, dass beide mit Selbstvertrauen kommen oder mit der Stärke, haben ja nicht so schlechte Kader und dann halt auch nach vorne spielen wollen, und ich gehe mal davon aus, dass es auf jeden Fall unentschieden ausgeht. Ob es 2:2 ausgeht, das werden wir dann nach 90 Minuten sehen. Freiburg gegen Bochum, auch ein sehr, sehr interessantes Duell. Freiburg hat in München verloren vor der Länderspielpause. Haben eigentlich gut mitgehalten, haben dann noch einen Elfmeter verschossen. Gut, bei einem Stand, wo es dann halt um nichts mehr ging, aber die sind auch so normal in die Saison reingestartet. Ich weiß nie, wie ich das formulieren soll. Es sind erst 2 Spieltage gespielt. Was soll ich da schon groß analysieren? Und Bochum, die sind schon ein bisschen unter Druck. Die haben 2 Niederlagen, sind im Pokal ausgeschieden. Also die Stimmung, die könnte besser sein. Ja, aber wenn die Bochum mal wieder 3 Mannschaften hinter sich lassen am Ende der Saison, dann haben sie wieder ihr Ziel erreicht. Und um nichts anderes wird es gehen beim VfL Bochum. Aber ich glaube, in Freiburg ist es schon schwer. Also Freiburg ist sehr, sehr unangenehm zu bespielen. Ich als Frankfurt-Fan weiß, wovon ich rede. Aber irgendwo muss auch mal eine Überraschung drin sein. Ich sehe nur nicht bei den anderen Spielen, wo ich noch eine Überraschung tippen sollte. Ich glaube, auch hier wird es keine Überraschung geben. Also ich hatte das kurz im Gefühl, dass ich Bochum auf Sieg tippen soll. Normalerweise soll man ja immer seinem Bauchgefühl vertrauen, aber
Ich tippe für Freiburg. Ich tippe ein knappes Ergebnis, 1:0, weil ich glaube, die Bochumer, die halten physisch schon sehr gut dagegen und da werden es die Freiburger auch schwer haben. Ich glaube dann halt am Ende individuelle Qualität oder generell die Qualität des Kaders, da wird sich dann Freiburg am Ende durchsetzen, aber vielleicht schaffen ja auch die Bochumer ihren ersten Sieg und dann werde ich mich hinterher wieder schwarz ärgern, dass ich nicht für Bochum getippt habe. Hoffenheim gegen Leverkusen. Ja, auch so ein El Plastico im Prinzip. Stadion wird wahrscheinlich nicht ausverkauft sein. Wer hätte es gedacht? Bei Hoffenheim Heimspielen, außer die Bayern sind zu Gast und vielleicht der BVB. Ansonsten ist das ja nie ausverkauft. Ja, und Leverkusen. Nach der ersten Niederlage gegen Leipzig startet es die Niederlagenserie oder beginnt eine neue Siegesserie? Ich glaube, dass das zweite ja eher wahrscheinlicher ist, weil die haben nach wie vor, auch wenn sie gegen Leipzig verloren haben, die haben einen guten Kader. Der ist ja weitestgehend zusammengeblieben, haben sich punktuell auf Positionen verstärkt. Der Trainer ist geblieben. Da wird es halt auch interessant zu sehen sein, wenn dann die Dreifachbelastung erstmal da ist, also durch die Champions League und dann auch DFB-Pokal, wie die damit zurechtkommen. Letztes Jahr mit der Euroleague, gut, das war eine Ausnahmesaison, dass sie da so durchmarschiert sind bis ins Finale und dann gegen Bergamo verloren haben. Tja, und Hoffenheim, die dürfen sich bei Andrej Kramaric bedanken, dass sie bislang 4 Saisontore haben, sonst hätten sie nämlich noch gar keins geschossen. Ich glaube, dass die Leverkusener das machen und auch aufgrund der Tatsache, dass ich noch keinen Auswärtssieg habe, der zweite kommt gleich mit dazu. So, und zwar machen wir hier 3-1 auch, machen wir mal 3-2. Wir machen mal ein spannendes Spiel, weil wenn Leverkusen auch nur Einzug gewinnt, dann habe ich auch 3 Punkte. Deswegen 3-2 Leverkusen, Sieg in Hoffenheim. Schauen wir mal, was wird. Jetzt kommen wir nämlich zum zweiten Auswärtssieg, den ich natürlich tippen werde. Wolfsburg gegen Frankfurt, wobei ich natürlich sagen muss, dass die Auswärtsfahrten nach Wolfsburg die letzten Jahre, bis auf das Jahr Corona 2020, also in der Saison 1920, da haben sie zuletzt in Wolfsburg gewonnen. Danach die Saisons, muss ich mal überlegen, verloren, unentschieden. Ja, und dann davor haben sie zuletzt, glaube ich, 2018 im Januar oder Februar gewonnen. Also ihr seht, Frankfurt in Wolfsburg, das geht meistens nicht gut, aber vielleicht ist ja an diesem Wochenende dieses eine Spiel, wo Frankfurt mal wieder in Wolfsburg gewinnt. Ich werde natürlich für Frankfurt tippen, 2:1, ganz knappes Ergebnis, aber ich prognostiziere jetzt hier schon mal, Wolfsburg macht das beste Saisonspiel bislang in der Hinrunde, wird uns wahrscheinlich gegen die Wand spielen, 3-4-0 gewinnen. Und dann ist das Geschrei hinterher wieder groß, weil Wolfsburg und Frankfurt, das hat sich so in den letzten Jahren, ich möchte nicht sagen Feinde oder Gegner aufgebaut, aber klar, durch den Wechsel von Glasner von Wolfsburg zu Frankfurt, das steckt wahrscheinlich noch mit drin. Dann, dass Frankfurt natürlich immer Wolfsburg herzieht, weil es ja nur Volkswagen und Volkswagen gleicht am Ende der Saison immer das negative Saldo aus oder die negativen Zahlen, die roten Zahlen und so weiter. Also die haben halt einen großen Hauptsponsor, wo es halt auch gerade kracht ein bisschen. Und das stößt bei vielen Fans natürlich ein bisschen sauer auf, aber das ist auch bei Hoffenheim so, das ist auch bei Leipzig so. Selbst an Leverkusen hat man sich noch nicht so richtig gewöhnt. Deswegen ist da schon von Fanseite her ein bisschen Brisanz drin. Naja, mal gucken. Ich werde auf jeden Fall da sein. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hoffe natürlich auf den Sieg, weil die Eintracht mich sehr, sehr positiv überzeugt hat. Nicht nur in Dortmund, sondern auch gerade zu Hause gegen Hoffenheim. Gerade Mamouche und Ekitike. Mamouche ist noch so ein bisschen auf der Kippe, aber selbst wenn Mamouche nicht spielen sollte, spielt Matanovic vorne und Ekitike neben Chaibi oder Can Uzun, keine Ahnung. Wir haben ja jetzt die Qualität auch auf der Bank. Also ich glaube, es wird ein sehr, sehr interessantes Spiel. Ich vermute leider, dass Wolfsburg gewinnt mit ein paar Toren Unterschied, aber ich hoffe natürlich auf einen Auswärtssieg, von daher 2-1 für Frankfurt. Das Topspiel ist dann Holstein Kiel gegen den FC Bayern München. Gab es bislang auch nur so im DFB-Pokal. Da hat ja Kiel nach Elfmeterschießen gewonnen, auch in der Corona-Zeit 2020, 2021, so um den Dreh, glaube ich. Ja, und die Bayern mit, wie gesagt, dem neuen Trainer Vincent Kompany, das sah gar nicht so verkehrt aus gegen Freiburg, auch schon gegen Wolfsburg nicht. Dieses hohe Pressing hat mich sehr beeindruckt. Wenn sie das über 90 Minuten immer schaffen, dann können sich die Gegner auf was gefasst machen. Und Holstein Kiel, das ist natürlich so ein typisches Spiel, wo du als Bayern 3-4, 5-0 schon vorher erwartest. Vielleicht gibt es aber auch ausgerechnet da den ersten Bundesligasieg für Holstein Kiel. Das wäre auch so eine Geschichte, aber ich glaube nicht. Und liebe Fans von Holstein Kiel, bitte seid mir jetzt nicht böse. Ich werde die Bayern auf 4-0, also einen 4-0-Sieg tippen, weil ich es mir nicht vorstellen kann. Es ist schwer zu realisieren, dass Holstein Kiel gegen Bayern gewinnt, aber es ist schon vorgekommen und es wird auch wahrscheinlich an diesem Wochenende eine gewisse Wahrscheinlichkeit geben, aber die Bayern im Normalfall, die machen das und auch mit ein paar Toren Unterschied. In meinem Fall also 4-0 für die Bayern. Am Sonntag dann noch Augsburg gegen St. Pauli. St. Pauli, die müssen auch mal zusehen, dass sie jetzt irgendwann mal die ersten
Punkte holen, beziehungsweise auch mal ein Tor schießen. Die haben bislang noch nicht getroffen. Gegen Heidenheim 2-0 zu Hause verloren und dann in Berlin bei Union 1-0 verloren und Augsburg. Aus denen werde ich auch noch nicht so ganz schlau. Haben sich auch gut verstärkt eigentlich. Haben natürlich die besten Trikots der Liga. Wahrscheinlich. Habe ich jetzt da irgendwo mehrfach schon gesehen in so Rankings. Und von daher geht es aber nicht nur über das beste Trikot, sondern müssen auch Leistung zeigen. Ich glaube, dass die Augsburger das machen. Mit einem knappen 2:1. St. Pauli gönne ich mal das erste Tor. Die werden aber noch ein bisschen brauchen, bis sie in der Bundesliga Fuß fassen. Und die Augsburger, die holen sich den ersten Sieg. Und zum Abschluss haben wir dann noch Mainz gegen Bremen. Auch ein sehr interessantes Spiel. Da könnte es auch hin und her gehen. Könnte auch ein torreiches Spiel sein. Könnte auch so ein langweiliges 0-0-Gurke werden. Weil beide sich noch so ein bisschen finden müssen. Wobei Bremen, wie haben die denn gespielt? Die haben, glaube ich, das erste Spiel verloren, gewonnen. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall Dortmund zu Hause 0-0. Ach, und in Augsburg 2-2. Genau, in Augsburg am Anfang 2-2. Also, die stehen auch voll im Soll, glaube ich. Tja, was machen wir da? Nochmal einen Auswärtssieg zum Schluss. Wir machen mal einen Auswärtssieg. Komm. Wäre da geil. Machen wir mal 2:0 gegen Mainzer. So. Und dann sieht das auch ganz gut aus. Wir speichern mal die Tipps und dann schauen wir auch bei uns mal auf die Gesamtübersicht und gucken mal, wer da bislang auf der 1 steht. Und zwar sehen wir da bislang 2 Leute auf der 1, und zwar der AXJO oder der Axio und der FCB AD22. Ansonsten scroll ich einfach mal nach unten. Wir haben ja noch ein paar mehr Seiten. Ich stehe auf der 26 mit 26 Punkten, auch nicht schlecht. Die anderen ebenfalls. Genau, ich scrolle einfach mal ein bisschen runter, dass ihr euch auffindet. Ich muss ja jetzt seit neuestem immer auf die zweite Seite auch gehen, weil sich so viele Leute hier angemeldet haben, was ich richtig, richtig klasse finde. Ich hoffe, ihr bleibt sehr lange, sehr aktiv mit dabei. Nochmal zur Erinnerung, es gibt ja am Ende der Saison für den Sieger 50 €. Letzte Saison gab es 100 €, weil es eine Jubiläumssaison war. Und genau, also schaut mal hier durch, vielleicht findet ihr euch. Da ist zum Beispiel der Insight, mit dem ich auch immer fleißig aktiv am Schreiben bin auf Twitter und auch so privat. Genau, also ich wünsche euch viel Glück wie immer für eure Mannschaften, für eure Tipps und dann sehen wir uns wieder nächste Woche zu Spieltag 4. Nächste Woche beginnen die internationalen Spiele, da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Euroliga natürlich, die Eintracht in der Champions League, die fangen ja, die spielen Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, aber auch nur am ersten Spieltag und am letzten Spieltag spielen sie alle gleichzeitig. Das wird auch ein sehr, sehr großes Durcheinander. Aber gut, werden wir sehen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, bleibt gesund und bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.